Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal. Heute lernen wir zusammen Deutsch mit einer lustigen Geschichte aus dem Alltag. Du wirst deine Hörverstehen, Sprech- und Aussprachefähigkeiten trainieren und dabei ganz nebenbei neue Wörter und Sätze lernen, fast wie von selbst. In diesem Video erzähle ich dir die Geschichte von Mia, einer jungen Frau voller guter Vorsätze, aber manchmal ein bisschen Pech. Mia lebt in Hamburg, sie liebt Bücher, Kaffee und versucht jeden Tag, mutig Deutsch zu sprechen. Aber wie so oft im Leben, läuft nicht immer alles nach Plan. Du wirst auch eine super effektive Methode kennenlernen, Shadowing. Das ist ganz einfach, du wiederholst genau das, was ich sage, direkt nach mir, als würdest du mir Schritt für Schritt folgen. So verbesserst du deine Aussprache, deinen Rhythmus und gewinnst mehr Sicherheit beim Sprechen. Keine Sorge, ich spreche langsam und deutlich, damit du alles gut verstehst. Und wenn du schon etwas fortgeschritten bist, kannst du dich auch an einem kleinen Extra Challenge probieren. Bereit zuzuhören, nachzusprechen und zu lernen? Dann los geht's. Mia ist eine junge Frau mit vielen guten Ideen, aber manchmal fehlt ihr noch der Mut, um Deutsch zu sprechen, besonders vor einer echten Person. Heute hat sie sich aber etwas vorgenommen, sie möchte endlich selbst einen Kaffee bestellen, und zwar auf Deutsch. Sie steht morgens auf, trinkt eine Tasse Wasser, zieht sich schnell an und macht sich auf den Weg zu ihrem Lieblingscafé in Hamburg-Eimsbüttel. Es heißt Kaffee und Kuchen und ist ein gemütliches kleines Café mit Holztischen, warmem Licht und köstlichen Croissants. Als sie hereinkommt, atmet sie tief durch. Die Schlange am Tresen ist kurz, perfekt. Mia rückt ihre Tasche zurecht, geht zum Tresen und sagt laut und klar: Guten Morgen. Super. Der erste Satz sitzt. Jetzt kommt die Bestellung. Mia schaut auf die Karte hinter der Theke. Da stehen viele Optionen: Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato, Milchkaffee. Sie nimmt all ihren Mut zusammen und sagt: Ich hätte gerne einen Cappuccino, bitte. Die Barista nickt und antwortet etwas, doch Mia versteht nur die Hälfte. Mit Zucker? Mia blinzelt. Wie bitte? Die Barista wiederholt es schneller. Zucker? Mia errötet leicht, lächelt und sagt: Oh. Ja, danke. Die Barista grinst freundlich, reicht ihr den Kaffee und sagt: Schön, dass du da bist. Mia nimmt den Kaffee, setzt sich an einen Tisch und seufzt erleichtert. Doch dann hört sie zwei Frauen am Nachbartisch reden. Sie sprechen schnell, lachen viel, und Mia versucht verzweifelt, etwas zu verstehen. Sie fängt nur ein paar Wörter auf: Wetter, Regen, heute Abend. Mehr bekommt sie nicht mit. Sie fragt sich, warum ist es manchmal so schwer, Deutsch zu verstehen, sogar nach Wochen des Lernens. Da kommt ihr eine Idee: Was, wenn sie es noch einmal versucht, aber diesmal aktiv? Sie beschließt, zurück zum Tresen zu gehen und dieselbe Bestellung noch einmal aufzugeben. Diesmal hört sie besonders aufmerksam zu, wiederholt leise mit und übt sogar laut.
Es fühlt sich komisch an, aber irgendwie hilft es. Sie merkt, Verstehen ist nicht nur Wörter erkennen, es ist auch Rhythmus, Betonung und Tempo. Und je mehr sie übt, desto besser wird sie. Am nächsten Tag kehrt sie ins Café zurück, und dieses Mal versteht sie fast alles. Noch besser, sie antwortet spontan und sicher. Danke schön. Gerne. Komm bald wieder. Mia strahlt. Sie weiß, jeder kleine Schritt bringt sie weiter. Nützliche Sätze und Ausdrücke zum Nachsprechen. Jetzt wiederholen wir gemeinsam einige praktische Sätze, die du in dieser Geschichte gehört hast. Diese Phrasen sind ideal für den Alltag, egal ob du in einem Café bist, im Supermarkt oder bei der Arbeit. Guten Morgen. Ein klassischer Gruß, den du überall verwenden kannst, im Laden, im Büro, bei Nachbarn. Wiederhole nach mir, guten Morgen. Ich hätte gerne einen Cappuccino, bitte. Eine sehr höfliche Art zu bestellen. Du kannst es ändern, ZB. Ich hätte gerne ein Wasser, ich hätte gerne ein Croissant. Wiederhole nach mir, ich hätte gerne einen Cappuccino, bitte. Mit Zucker? Kurze Frage, große Bedeutung. Du hörst solche kurzen Fragen oft in Geschäften oder Cafés. Wiederhole nach mir, mit Zucker? Wie bitte? Frag ruhig nach, wenn du etwas nicht verstanden hast. Man freut sich, wenn du es verstehst. Wiederhole nach mir, wie bitte? Schön, dass du da bist. Eine nette, persönliche Phrase, ähnlich wie willkommen, oder freut mich, dich zu sehen. Wiederhole nach mir, schön, dass du da bist. Danke schön. Sehr höflich und oft benutzt, besonders nach dem Bezahlen oder bei kleineren Gefallen. Wiederhole nach mir, danke schön. Gerne. Komm bald wieder. Antwort auf Danke und zeigt Freundlichkeit. Du hörst das oft in Deutschland. Wiederhole nach mir, gerne. Komm bald wieder. Ah, jetzt verstehe ich. Perfekt, um zu zeigen, dass etwas plötzlich Sinn macht. Wiederhole nach mir, ah, jetzt verstehe ich. So lernst du am besten weiter. Wenn du diese Sätze wirklich behalten willst, dann probiere Shadowing. Wiederhole die Sätze direkt nach mir, während du dir das Video nochmal anschaust. Das hilft dir, dich daran zu gewöhnen, wie Deutsche sprechen, mit natürlicher Betonung, Tempo und Intonation. Erfinde eigene Situationen, in denen du diese Sätze verwenden könntest. Zum Beispiel: Wie würdest du bestellen, wenn du in ein Café gehst? Welche Sätze würdest du sagen, wenn du jemanden begrüßt? Je mehr du sprichst, desto natürlicher wird es, versprochen. Danke, dass du dabei bist. Wenn dir dieses Video gefallen hat, vergiss nicht. Drück auf Gefällt mir. Schreib einen Kommentar. Möchtest du in Deutschland leben oder reisen? Abonniere diesen Kanal, damit du keine Folge von Mias Abenteuern verpasst. Es wird bestimmt nicht die letzte sein. Merke, jedes Wort, das du lernst, bringt dich ein Stück näher zur Flüssigkeit im Sprechen. Also atme tief durch, lächle
und bleib dran. Bis zum nächsten Mal.